Ich brauchte einen 3D-Drucker der Einstiegsklasse. Das Haus war mit dem für die CNC-Konstruktion erforderlichen Sägen und Bohren von Aluminium nicht zufrieden. Der 3D-Drucker kann leise Teile produzieren. Warum habe ich mich für Tronxy XY2A entschieden? Nur die niedrigere Preisspanne war möglich, aber ich hatte einige grundlegende Erwartungen, damit ich es später aktualisieren kann. Es hat einen Metallrahmen, auch wenn nur 4 Schrauben, die in Aluminiumgewinde laufen, die Querbrücke stützen. Der 3,5 Zoll große Touchscreen ist komfortabler zu bedienen. Im Gegensatz zu Bausätzen zur Selbstmontage besteht bei nicht defekten Teilen eine geringere Wahrscheinlichkeit, da es sich um einen vormontierten, halbfertigen Drucker handelt, der schneller und sofort in Betrieb genommen werden kann. Es hat auch einen Fadensensor und einen induktiven Sensor für die Z-Nivellierung. Als ich es bestellte, war es für etwa $200 erhältlich und über den EU-Versand erhältlich. Im Gegensatz zu Bausätzen zur Selbstmontage besteht bei nicht defekten Teilen eine geringere Wahrscheinlichkeit, da es sich um einen vormontierten, halbfertigen Drucker handelt, der schneller und sofort in Betrieb genommen werden kann. Es hat auch einen Fadensensor und einen induktiven Sensor für die Z-Nivellierung. Als ich es bestellte, war es für etwa $200 erhältlich und über den EU-Versand erhältlich. Nach der Installation der vertikalen Brücke sollte die parallele Ausrichtung mit mindestens einem Metalllineal überprüft werden. Sie kann jedoch mit einem Mikrometer-Dial-Test-Indikator sehr genau sein. Das Bedienteil konnte aufgrund des beengten Platzverhältnisses nicht installiert werden. Für eine schnellere Lösung habe ich es durch die verfügbaren 6-Kantschrauben ersetzt. Die Netzteilhalterung wurde an den eingesteckten 230V-Kabelenden gespannt, sodass ich vorübergehend eine zusätzliche Mutter am Abstandshalter anbrachte.
grundlegende Einschalttestmessung Schutzerde. Es war nur teilweise auf das Eloxieren und die beschichteten Schrauben zurückzuführen. Der Filamentspulenhalter wurde oben platziert, jedoch nur vorübergehend, wie vom Hersteller empfohlen. Das Pendelgewicht ist zu hoch, was sich auf die vertikalen Schraubverbindungen des Druckers auswirkt. Der Extrudermotor kann nicht mit einem kalten Druckkopf betrieben werden. Das Filament wird durch den Fasersensor geführt. Das gewellte Ende kann durch leichtes Lösen des Antriebstreibrads in das Loch geführt werden. Wenn Sie Ihren Kopf aufwärmen, können Sie feststellen, dass die Temperatur des Tisches negativ ist.
Der Grund ist, dass das Kabel am Verlängerungsstecker des Kabels zum Wärmesensor verrutscht. Zeitweise band ich beide Seiten an das Heizkabel. Es sollte sich nicht in der Nähe eines Hochleistungskabels befinden, sondern parallel dazu. Für den ersten Probedruck habe ich in FreeCAD ein CNC-Linearwagen entworfen. Im Menü Datei können Sie die Exportfunktion verwenden, um das Design im Waffe Front Object Format zu speichern. Sie können die Objektdatei mit dem Programm verarbeiten, das auf der mit dem Drucker gelieferten Speicherkarte verfügbar ist. Sie müssen die exportierte OBJ-Datei dort öffnen. Aufgrund der Löcher habe ich das Modell mit Drehen eingerichtet. Alle anderen Parameter sind ab Werk voreingestellt. Ich habe beide Modelle gedruckt. Ich habe Kupfermuttern in den Rücken gesteckt. Durch Anschrauben der beiden Teile können Sie es ohne weitere maschinelle Arbeiten verwenden. Einer der Gründe für die Streifen auf dem Druck ist, dass ich die Schmierung der Gewindestangen verpasst habe. Hierfür verwende ich Graphit-Silikon-Fett.